Dacia ist bekannt für erschwingliche, aber trotzdem robuste und praktische Autos für jedermann. Was mit sehr einfachem, fast schon langweiligem Design begann, sieht 2024 so aus. Der Dacia Duster kommt selbstbewusst und modern daher. Nach Sparmenü sieht das gar nicht mehr aus. Ist der Duster immer noch ein Low-Budget-Auto für alle Fälle? Oder verliert Dacia jetzt die Bodenhaftung? Um das zu klären, begeben wir uns auf einen Low-Budget-Roadtrip. Von hier, von München, in die Hauptstadt Frankreichs nach Paris. Was bedeutet das genau? Also neben unserem Low-Budget-Fahrzeug, unserem Duster, haben wir lediglich 300 € zur Verfügung für alles. Für Sprit, für Maut, für Unterkunft, für alle sonstigen Kosten. Knapp 900 Kilometer liegen zwischen der Hauptstadt Bayerns und der Hauptstadt Frankreichs. Etwa auf halbem Wege bei Saarbrücken wird eine Übernachtung eingelegt. Wird das Budget für den Roadtrip ausreichen? Boah, das war jetzt echt viel Maut. Also jetzt könnte es richtig knapp werden mit den 300 €. Auf unserer Reise schauen wir uns nicht nur an, welche Entwicklung der Duster in den letzten Jahren so hinter sich gebracht hat. Wir geben auch Tipps und Tricks, wie man auf so einem Roadtrip bares Geld sparen kann. Und damit uns vor lauter Fahrerei nicht langweilig wird, machen wir noch einen spannenden Zwischenstopp bei Mannheim im Fahrzeugmuseum Autovision. Doch bevor wir den Roadtrip starten, schauen wir uns das Auto noch mal genauer an. 4 Motorvarianten präsentiert Dacia zum Marktstart. Einstieg ist der EcoG 100 ab knapp 19.000 €. Eine Erdgasvariante mit 101 PS. Darüber positioniert sich der Mildhybrid TCE 130, wahlweise mit Front- oder Allradantrieb. Topmotor ist der Hybrid 140, ein Vollhybrid, also ohne die Möglichkeit an der Steckdose zu laden. Unseren Roadtrip bestreiten wir im TCE 130 mit Allradantrieb ab 25.000 €. 131 PS und 230 Newtonmeter treiben das nur 1379 Kilo schwere Kompakt-SUV an. 11 Sekunden braucht es, um auf 100 km/h zu beschleunigen. Bei 180 Spitze ist Schluss. Automatikgetriebe gibt es ausschließlich für den Vollhybrid. Zur Serienausstattung gehören eine Dachreling, elektrische Rückspiegel und Einparkhilfe hinten. Ansonsten steht der Duster mit 16 Zoll Stahlfelgen in der Basis erst einmal recht nackt da. Im Interieur findet man erwartungsgemäß günstige Materialien, aber Dacia versteht es, auch diese modern in Szene zu setzen. Zusammen mit dem Infotainment-Bildschirm und dem Lenkrad in Lederoptik wirkt der Innenraum schon fast hochwertig. Bevor es auf die lange Reise geht, kann man bereits Vorbereitungen treffen, um Geld auf dem Trip zu sparen. Bevor ich jetzt irgendwo an der Autobahnraststätte völlig überteuert Snacks und Getränke kaufe, habe ich das jetzt lieber vorher im Supermarkt gemacht. Das Ganze hat jetzt 21 € gekostet. Das ziehen wir von unserem 300 € Budget ab. Und zusätzlich war ich vorher auch schon beim Reifendruck checken, denn wenn man da den Reifendruck etwas erhöht, reduziert sich der Rollwiderstand und man spart im Endeffekt etwas Sprit. Wie viel man in die Reifen reinpacken kann, das steht oft im Tankdeckel oder in der Fahrertür. Stichwort Beladung. Die 456 Liter Kofferraumvolumen sind mehr als ausreichend für das Kameraequipment und 2 Koffer. Dann kann's losgehen. Immer mit dabei auf dem Roadtrip ist auch Kameramann Volker. Dann probieren wir mal die Sprachsteuerung aus. Der Knopf scheint ohne Funktion. Dann müssen wir es eben manuell eingeben. Kabelloses Apple CarPlay und Android Auto sind ab der 2. Ausstattungslinie Expression serienmäßig. So ist das Ziel auch schnell eingegeben. Die Fahrt ist mit 8,5 Stunden angegeben, aber wir werden auf der Hälfte eine Übernachtung und einen kulturellen Zwischenstopp einlegen. Das Automuseum Autovision bei Mannheim. Das ist 3,5 Stunden entfernt. So, wir sind auf der Autobahn, gerade aus München raus. Jetzt können wir mal testen, wie viel Dampf hier in dem Kessel steckt. Wir haben ja 130 PS. Erster Test.
Wir sind jetzt mal gerade auf 100 km/h im 6. Gang. Jetzt dreh dich einfach mal voll auf den Pinsel. Ja, das passiert gar jetzt über 110. Also das ist eher... Ich würde das jetzt mal als nicht sehr elastisch betiteln, aber wir probieren das Ganze einfach mal mit runterschalten in den 5. 110, 115, ja, da kommt schon ein bisschen mehr. Sagen wir mal so, es ist ausreichend. Und jetzt werde ich mich mal wieder etwas zügeln mit meinem Gasfuß, denn wir wollen ja im Endeffekt spritsparend unterwegs sein, günstig unterwegs sein. Deswegen finde ich mich hier jetzt mal bei entspannten 120 km/h ein. Wir können auch noch die Lüftung ausschalten, die Klimaanlage, denn es ist so, dass eine Klimaanlage 0,3 bis 1,5 Liter auf 100 Kilometer mehr verbraucht. Sollte es doch ein bisschen stickig hier im Auto werden, dann machen wir die Fenster runter, denn 2 vollständig geöffnete Fenster haben nur einen Mehrverbrauch von 0,2 Litern auf 100 Kilometer zur Folge. Das ist schon mal etwas besser. Und wer es noch extremer machen will, der macht es jetzt so wie ich hier gerade. Der setzt sich in den Windschatten von etwas Großem, einem LKW, einem Wohnmobil oder Wohnwagen. Da kann man auch noch mal Sprit sparen. Abgesehen vom Kaufpreis ab 19.000 € wird Benzin der größte Kostenpunkt auf der Reise sein. Daher lohnt es sich gerade hier, sparsam zu sein. Also wir geben uns hier größte Mühe zu sparen, wo es auch nur geht. Wir gehen sogar nicht mal an den Rastplatz, weil in Deutschland kostet das da meist einen Euro, um auf Toilette zu gehen. Aber einer, der macht bei dem ganzen Sparen nicht so richtig mit. Und das ist hier Kollege Dacia Duster. Also wenn man sich den Preis mal anschaut, okay, es wird gerade alles teurer, aber ich finde beim Duster, das ist schon ordentlich. Volker, kannst du dich noch daran erinnern, was der erste Dacia Duster gekostet hat? Ich müsste jetzt raten, aber ich würde mal sagen so 10.000, 11.000. Ja, gar nicht so falsch. Also Ja. ein bisschen mehr, sind knappe 12.000 gewesen. Und die zweite Generation ist sogar noch mal günstiger geworden. So 600, 700 € günstiger. Aber man muss natürlich auch eine Sache sagen, er sieht von außen auch nicht mehr so billig aus, wie das ein Dacia früher mal aussah, oder? Ja, absolut. Also das Erscheinungsbild, wenn dir so ein neuer Duster auf der Straße kommt Der ist mächtiger geworden. Ja. Also gerade von hinten. und auch im Interieur, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, es ist zwar viel Kunststoff, ja klar, aber das ist alles schön in Szene gesetzt und du hast nicht das Gefühl, dass du jetzt in einem 10.000 € Auto sitzt. Es wirkt nicht billig. Ja. Und er ist ja immer noch der günstigste in seiner Klasse. Das muss man ihm auch noch mal lassen. Aber ich vergleiche es auch immer ganz gerne noch mal mit Volkswagen. Der Volkswagen, das Auto fürs Volk. Die sind auch immer teurer geworden. Und dann hat Dacia so ein bisschen die Position eingenommen und gesagt, so, wir sind jetzt hier das Volksauto. Aber das verlieren sie gerade irgendwie so ein bisschen aus den Augen, habe ich das Gefühl. Aber ich vermute mal, mit dieser Preissteigerung sind sie immer noch am günstigsten, oder? Das sind sie, ja. Also es ist immer noch der günstigste in seiner Klasse. Und das ist wahrscheinlich auch das Argument, was Dacia dann vorweisen kann. Müssten wir hier schon raus? Ja, wir hätten hier schon raus gemusst. Wir hätten da rausgemusst. Okay. Ja, wenn man sich verlabert, ne? So wird ein Roadtrip halt zu einem Roadtrip. Bei einem Roadtrip ist ja bekanntlich der Weg das Ziel und jede Rast eine Attraktion. So, zweimal Kaffee gekauft, 5,60 € ziehen wir jetzt von unserem Budget ab. Lass dir schmecken. Ankunft am Museum. Nach knapp der Hälfte der Strecke, kurz vor Mannheim, ist es Zeit für ein bisschen Kultur. Das Museum Autovision bietet einen Mix aus Automobilgeschichte und Technik zum Anfassen. Der Eintritt kostet 10 € pro Person, sprich 20 € ziehen wir von unserem Budget ab. Wir sind verabredet mit Museumsdirektor Horst Schulz, der uns einen Überblick über die aktuelle Ausstellung gibt. Passend zu unserem Testwagen mit Mildhybridantrieb beginnen wir in der Hybridabteilung. Und schon sind wir in der Hybridabteilung. Hybridtechnologie, Einblicke und Ausblicke. Okay, das heißt, wo geht es los? Das geht los mit dem allerersten Hybrid, der nach Europa kam. Haben wir von Toyota Importgesellschaft in Belgien bekommen. Das ist der mit der ersten Fahrgestellnummer. Der Prius, ja. Den Prius, das ist das verrückteste Auto. Das ist nämlich der private Dienstwagen vom Herrn Piech.
Ah, wirklich? Jetzt ist er tot und holt ihn nicht mehr ab. Und hier haben wir ein Gewinnerauto. lustig aus. Das ist das erste Gewinnerfahrzeug in der Vergleichsfahrt, der internationalen Vergleichsfahrt in Schottland. Das ist ein Honda Insight. Der hat deswegen gewonnen mit dem niedrigsten Verbrauch von allen Hybriden, die angetreten sind. Ja. Er hat einfach gewonnen dadurch, weil er eine leichteste Bauart ist, indem er fast nur aus Magnesiumbauteile besteht. Okay. Ja. Und ein ganz einfacher Parallelhybrid. Okay. Eine Sache hätte er aber nicht gewonnen, und zwar ein Schönheitswettbewerb. Nein, absolut nicht. Deswegen sage ich immer, das hässlich grüne Auto ist eigentlich ein Gewinner. Ja. Der Honda Insight kam 1999 auf den Markt und wurde 12.000 Mal produziert. Der Normverbrauch liegt bei 3,4 Litern. Wir erzählen das auch immer den Schülern. Wann macht überhaupt ein Hybridauto Sinn? Nur dann, wenn man mit dem Auto alternativen fährt. Das heißt, mit vielen Ampeln zu überwinden und so weiter. Wenn man damit nur in Urlaub fahren möchte oder nur auf der Autobahn zur Arbeit fährt, sollte man sich bitte lieber ein kleines Dieselfahrzeug kaufen. Aber wenn man im städtischen Bereich unterwegs ist, dort wo sehr viele Ampeln sind, dann kann man den großen Vorteil von Hybridtechnologie wirklich mitnehmen. Und zwar, indem man die ungünstigen Fahrmomente für Internal Combustion Maschinen überspringt. Da ist der Wirkungsgrad ja bis zu 12% nur. Bis er in den mittleren Drehzahlbereich zum Drehmomentmaximum kommt, haben wir 30%. Und das wird überbrückt mit einem Elektromotor, der immer 95% Wirkungsgrad hat und das Drehmoment bei Drehzahl 0 hat. Okay. Und die Energie, die dieser Elektromotor benötigt, haben wir eigentlich durch Rekuperation gewonnen, durch Bremsenergie. Im Nebenraum geht es um eine weitere Antriebsform, die Wasserstoff-Brennstoffzelle. Die vielen Schulklassen, die hierher kommen, sollen einen gesamtheitlichen Blick auf Antriebe und Technologien bekommen. Und da gehört Wasserstoff unbedingt dazu. Ihr müsst an alles denken und nicht nur denken, jetzt machen wir Batteriefahrzeuge, Tesla, Elon Musk ist mein großer Gott, der sagt uns immer, was richtig ist. Nein, er kann noch nicht mal so weit denken, dass wir noch nicht mal genügend Lithium haben werden für 1,1 Milliarden Autos, die heute einen Verbrennungsmotor haben. Ja. Weil die Rohstofffrage ist ja mehrfach von großen Weltorganisationen gescreent worden. Und wir haben festgestellt, wir haben ungefähr für 220 bis 240 Millionen Autos, die im Mittelmaß 45 Kilowattstunden an Bord brauchen. Ja, okay. Für so viel hätten wir Material. Und das ist Aber ja für den nicht Rest nur nicht. Autos mit Batterien ausgestattet. Wir haben ja noch ganz viele andere Geräte, die auch Batterien haben wollen. Wir haben ganz genau, jedes Smartphone braucht Batterien, jede Taschenlampe braucht Batterien und so weiter. Deswegen sage ich immer, wir müssen sorgsam mit den Ressourcen unserer Erde umgehen, weil eins müssen wir gelernt haben, schon in der Mittelstufe der Gymnasien, dass unsere Elemente, die wir immer an der großen Elementtafel haben, das sind ziemlich alle, die wir kennen, aber es kommt keine dazu. Und in der Menge verändert sich auch nichts, weil die Erde ist rund, da kommt nichts Neues rein. Es sei denn, wir haben mal Meteorit-Einschläge. Und da kommen irgendwelche neuen Elemente Da kommt auf aber die auch Erde nicht viel. gespült. Deswegen, wir müssen sorgsam damit umgehen. Ja. Bei Öl, Gas machen wir es aus Environmental Gründen, aus Umweltgründen und sagen, ja, es wird sowieso knapp. Besser, wir hören vorher auf, bevor noch das Klima kollabiert. Und genauso müssen wir uns jetzt mit anderen Elementen sorgsam verhalten und auch das Sinnvollste machen, dass es für alle wieder reicht. Sonst gibt es nämlich neue soziale Spannungen. Wie wollten wir dann erklären, dass jetzt nur noch ein Fünftel aller Menschheit noch Autos fahren können? Ja. Weil wir nicht mehr genügend Kobalt haben, nicht mehr genügend Lithium haben. Das ist auch nicht fair. Deswegen sage ich, wir müssen es immer von oben nach unten denken. Nicht nur jammern, wir wollen gleich und sofort das Klima retten. Wir müssen langfristig das strukturell angehen und die richtigen Entscheidungen treffen und versuchen. Als kleines Land sind wir nur mit 2,4% am Umweltschaden beteiligt, aber wir könnten als Vorzeigenation
den anderen zeigen, was möglich ist. Und so ist es ja hier aufgebaut, dass wir den jungen Leuten eigentlich nur einen Impact geben. Weil denken müssen sie schon selber. Jetzt haben wir über die Zukunft gesprochen. Jetzt müssen wir noch einmal einen Sprung zurück machen. Ich habe gesehen, es gibt ja auch ein paar alte Bugattis und ich bin Fan von alten Bugattis. Back to the roots. Die müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken. Ein Stockwerk höher, vorbei an einigen Fahrzeugen, die die Entwicklung des Wankelmotors bzw. Kreiskolbenmotors anschaulich erklären, tauchen wir ein in eine Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Unser Hubraum Riesen Wahnsinn. und hier die Bugatti-Ausstellung. Bugatti-Ausstellung. Und zwar, das fängt an, wir zeigen ja nur die Geschichte Jean Bugatti. Wir klammern den Ettore Bugatti ganz aus. Okay. Das macht Schlumpfmuseum. 39 bis zum Jean Bugatti war der Sohn von der Ettore älteste Bugatti? Sohn. Der älteste Sohn Der von hat 34 das Werk übernommen. Der Vater ist ja ab 34 nach Paris gegangen, hat sich nie mehr um Autos gekümmert, hat Railways entwickelt, hat Fahrradhilfsmotoren, hat Flugmotoren entwickelt und so weiter, aber nie mehr Autos, weil es gab Probleme mit der Gewerkschaft. Ja. Und sie haben ihn mal ausgesperrt, er durfte nicht ins Werk. Und da hat die Gewerkschaft den Jean gefragt, ob er es nicht übernehmen konnte, obwohl sie wussten, dass er gar keine Ausbildung hatte. Er hat Schulen abgebrochen, kein Studium gemacht, gar nichts, keine Lehre. Okay. Aber er war künstlerisch ambitioniert, hat schon als 16-Jähriger für seinen Vater Karosserie-Designs gemalt. Er konnte aber nicht konstruieren, also und somit hat er es dann übernommen. Aber ab 34 hat er beschlossen, das ganze Ettore Bugatti Motorenkram wird gestoppt. 41% Ausfälle innerhalb der Garantiezeit. Nur noch, wir werden das ganz anders machen. Ich habe keine Ahnung von Motoren. Ja. Wir suchen die ganze Welt ab und suchen einen zuverlässigen Motortyp, der schon 2-mal Langstreckenrennen gewonnen hat. Okay. In Deutschland keinen gefunden, aber in Amerika Firma Miller. Und so kamen die 2 Nockenwellenmotoren nach Molsheim. So sahen die aus. Und somit hat er gesagt, der Vater hat 13 Modelle. Von manchen wird nur 1, 2 Stück gebaut im Jahr. Wir stoppen alles, wir machen nur noch ein Fahrgestell, bieten 4 Standardkarosserien an, ein Cabrio, ein Galibier, eine Limousine, eine Atalante und ein Vontour. Vontour haben wir keinen. Ne? Das ist ein zweitüriger Viersitzer. Okay, okay. Und das sind dann alles die T57? Die Immer T57. Genau, okay. Aber die haben sich entwickelt. Serie 1, 2, 3 und SC. Ah, okay, ja. Und SC, das war die exklusivste Bauserie. Die zeigen wir offen, weil das versteht sonst keiner. Da kommt gleich hinten auch noch ein ganz besonderes Stück genau. aus der Serie. Ja. Und zwar, das war das erste Auto, das man kaufen konnte, mit dem man auf der Straße 200 Stundenkilometer fahren konnte. Ah, okay. Käuflich. War die SC, S heißt nicht Sport, sondern Sorbets. Okay. Sorbets heißt tiefer gebaut. Das sehen Sie daran, man hat die Hinterachsen durch den Rahmen durchgebaut. Die hat man nie mehr rausbekommen. Hätte man zerlegen müssen. Ganz leichtes Fahrgestell, war auch nicht schwingend aufgehängt, wie bei den zivilen Autos, die gummigelagert waren. Nein, es waren richtig sportliche und sehr leichte Fahrgestelle. Gab es auch nur mit Coupés oder mit Cabrios. Sind nur 37 Stück gebaut worden. Und ein SC. C heißt Kompressor, also das ist der Kompressoranlage. Ah, okay. Okay, das wusste ich auch noch nicht, ja. Neben der Limousine eines großen Bugatti-Sammlers namens Shakespeare und einem nachgebauten Type 57 G-Tank steht im Museum auch ein sehr auffälliges Showcar. Das ist der erste Showcar der Welt. Den haben wir nachgebaut, zusammen mit dem Bugatti Trust England. Ah, okay. Aber dafür müssen wir ihn weltweit ausleihen. War schon 3-mal ausgeliehen. Ah ja, okay. Weil so ist er auch nicht verkauft worden, sondern der wurde für die nächste Messe fahrbereit umgebaut mit geschwungenen Kurzflügeln. Und so ist er am ersten Messetag verkauft worden. Okay. Allerdings dem Besitzer bei einer Kaffeepause geklaut worden. Die Fahrgestellnummer ist nie mehr aufgetaucht. Das ist der Grund, warum der Bugatti Trust uns erlaubt hat, ihn komplett nachzubauen. Haben alle Pläne von dem bekommen, allerdings kein Geld. Okay, wow. Und die Auflage, wir müssen... Und ich dachte, die Geschichte von dem wäre interessant. Und ist sie auch. Und Ettore, was sag ich da, Atlantik. Gibt es auch nicht im Schlumpfmuseum. 2 Stück Original gibt es. Da unten stehen die 2 Fahrgestelle. Genau, einmal von Simon Ralph Lauren und einmal Ralph Lauren, der jeden anzeigt, wenn einer sein Auto nachbaut.
Da oben ist nämlich das Originalbild von Ralph Lauren, Okay. den er fälschlicherweise von blau auf schwarz umlackiert hat, weil alle seine Autos schwarz sind. Ja. Aber deswegen haben wir gesagt, gut, guter Ralf, dein Auto ist das bekannteste, weil du dich immer am meisten wehrst. Dann machen wir unser Nachbar auch in schwarz. Okay. Aber durch Rechtsanwälte beraten, wenn man 3 optische Unterschiede macht, dann ist es keine Kopie. Dann ist es eine Recreation, Ja, okay. ein Nachempfinden. Ja. Und dann fragen die Leute immer, ja, wo sind die Unterschiede? Dann haben sie, da sind die Originalbilder und da steht unser nachempfundene Karosserie. Sind diese Lufteinlässe auf dem Dach, Ja. die beiden? Ja, die stimmen schon. 4-mal. 2 unten, da 2 unten. oben. Ah ja, okay. Und das reicht schon. Also, wir verraten es nicht. Wenn Rechtsanwälte kommen, die müssen selber gucken. Das Museum Autovision bietet einen spannenden Einblick von den Anfängen des Automobils bis in dessen technologische Zukunft. Auf den ersten Blick vielleicht eine Ansammlung von seltenen Autos auf engem Raum. Aber was die Ausstellung spannend und lebendig macht, sind die Geschichten hinter den Exponaten. Junge, das war wahnsinnig interessant. Ich könnte noch Stunden darin rumlaufen. Wir haben uns jetzt auch wirklich nur 2 Sektionen angeguckt. Wir hätten auch noch die Wankelmotor-Ausstellung, die NSU-Ausstellung uns angucken können. Es gab so viele interessante Sachen zu erfahren. Und das für einen Schnapper, für 10 €. Aber wir haben keine Zeit mehr. Und ganz ehrlich, von der ganzen Informationsflut bin ich jetzt auch ein bisschen müde geworden. Deswegen suchen wir uns jetzt ein schönes Apartment. Und da haben wir auch ein bisschen Geld gespart. Dafür steuern wir ein unscheinbares Wohngebiet bei Saarbrücken an. Statt 60 bis 80 € pro Person für ein Hotelzimmer zahlen wir für unsere Unterkunft über ein Mietwohnungsportal nur 67 € für alles. So, angekommen in Saarbrücken, ungefähr die Hälfte unseres Trips. Habe mir jetzt gerade noch eine leckere Pizza geholt. Pro Stück 11 €, kommen wir bei 22 € raus. Das heißt, auch vom Budget her haben wir jetzt knapp die Hälfte verbraucht. Wir haben echt ganz gut gehaushaltet, aber es wird noch knapp, denn morgen stehen so die großen Punkte wie Benzin oder Mautkosten an. Da wird es also noch mal spannend. Ich mache es mir jetzt bequem in unserer Ferienwohnung. Die soll nämlich sogar einen Zugang zum Schwimmbad haben. Also, gute Nacht, bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir fahren wieder weiter mit unserem Dacia Duster. Der Tank ist noch gut viertelvoll, aber wir sollten uns trotzdem mal Gedanken darüber machen, wo tanken wir. Denn in Deutschland sind es gerade im Durchschnitt 1,77 pro Liter, in Frankreich wären es 1,86 und in Luxemburg, da sind wir auch relativ in der Nähe, sind wir bei 1,56. Luxemburg ist immer relativ günstig. Da habe ich mir mal so überlegt, macht es vielleicht Sinn, diesen kleinen Umweg zu fahren? Der dauert 30 Minuten länger, es sind 40 Kilometer mehr und wir ersparen uns 6,30 €, wenn wir roundabout 30 Liter tanken. Also nein. Das lohnt sich nicht wirklich. Von daher gucken wir mal hier noch in Deutschland auf deutscher Seite nach einer Tankstelle, tanken das Ding randvoll und dann kommen wir damit bis nach Paris. Die günstigste Tankstelle in der Nähe ist schnell mit einer Karten-App gefunden. Bei einem Verbrauch von 6,8 Litern, 0,7 Liter über der Verbrauchsangabe des Herstellers, tanken wir 40 Liter à 1,77,9 €. Macht knapp 71 €. Kaum auf der französischen Autobahn angekommen, müssen wir die Reisekasse erneut plündern. In einigen Ländern Europas ist es so, dass das Autobahnnetz privatisiert oder teilweise privatisiert ist. Das ist in Frankreich auch der Fall. Pro Kilometer kostet hier durchschnittlich das Autobahnfahren 9 Cent. Auf einer langen Reise kommt hier also ordentlich was zusammen. Jetzt können wir es natürlich so machen, dass wir nur mautfreie Straßen fahren. Auch das ist mit jedem herkömmlichen Navigationssystem möglich, dass man einfach eingibt, Mautstraßen vermeiden. In unserem Fall würde uns das 1 Stunde 30 mehr kosten an Zeit. Und sind wir mal ehrlich, Zeit ist auch Geld. Und wir wollen ja noch was von unserem Tag in Paris haben. Von daher zahlen wir jetzt diese blöde Maut hier. €4,80 gleich. Insgesamt kommen auf der Strecke 33,50 € an Mautgebühren zusammen.
Trotzdem bleibt von unserem Reisebudget immer noch 60 €, bevor wir Paris erreichen. Du, jetzt sind wir schon knapp 900 Kilometer gefahren. Was sagst du denn jetzt zum Duster? Ja, was sage ich zum Duster? Also ich würde das Ganze mal jetzt in 3 teilen. Erstmal optisch. Ich finde, dass der Duster und generell die Marke Dacia sich einfach extrem entwickelt hat, gewandelt hat. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also du siehst das Auto, du hast früher, wenn ich jetzt an die alten Zeiten aus den 2000ern mit dem Dacia Logan denke, wo du wirklich gesehen hast, okay, das ist ein günstiges Auto, das siehst du dem Dacia heute nicht mehr an. Gut, er ist auch kein günstiges Auto mehr, also nicht mehr so günstig wie damals, aber immer noch günstig. Zweiter Punkt wäre jetzt mal so das Fahrverhalten. Und da muss ich jetzt gerade so auf der Langstrecke sagen, sehr zäh. Ich habe es eben schon mal angesprochen, wenn ich hier im 6. Gang unterwegs bin, Spritsparend bei 120 auf der Autobahn, dann schafft er es nicht, die Geschwindigkeit zu halten, wenn ich bergauf fahre. Ich muss dann in den 5. Gang runterschalten, dass er es in der Geschwindigkeit über den Berg schafft. Ich meine, du bist den eben auch gefahren. Hast du das ähnliche Gefühl, dass er eigentlich zu untermotorisiert ist? Absolut. Zum Glück gibt es immer eine kleine Spur hier rechts, auf die man dann ausweichen kann. Ja, genau. Das dritte wäre jetzt so der Dacia Duster als Reisemobil. Und ich muss schon sagen, dass man merkt, der Wagen ist ein bisschen mehr für die Stadt und Kurzstrecken ausgelegt. Du bist sehr weich in deiner Lenkung auch mit drin, also toll zum Rangieren und enge Straßen und so weiter. Auf Autobahnen fühlt er sich jetzt nicht so ganz zu Hause, aber es ist auf jeden Fall nicht das falsche Auto, um damit einen Roadtrip zu machen. Das nicht. Oder, Volker? Ja, absolut. Ist schon bequem. Ist bequem, schaut nett aus. Der Verbrauch ist auch in Ordnung. Der Verbrauch ist okay. Genau. Also insgesamt ein gutes Auto für den Roadtrip. Ein guter Begleiter gewesen. Dann ist es geschafft. Wir erreichen Paris. Langsam arbeiten wir uns durch den dichten Stadtverkehr bis ins Zentrum. Bevor wir den vollgetankten Wagen wieder abgeben, ist Zeit für die Abrechnung. Et voilà, da sind wir in Paris. 900 Kilometer liegen hinter uns. Es ist Zeit für unsere Abrechnung. Unser Ziel war es, einen Roadtrip von München nach Paris mit einer Übernachtung für ein Budget von insgesamt 300 € zu schaffen. Haben wir das geschafft. Nach der Maut war es knapp. Wir waren noch mal tanken und haben gut 67 € gezahlt. Das heißt, wir sind im Minus. Naja, das müssen wir jetzt irgendwie wieder reinbekommen. Weiß nicht, Volker, wir machen vielleicht ein bisschen Straßenmusik hier. Ich mache die Trommel, du singst dazu oder sowas. Naja, c'est la vie, wie man hier in Frankreich sagt.